2020 ging mit einer fantastischen Ernte zu Ende und gleichzeitig startete die Vorbereitung auf ein turbulentes Balkonjahr 2021. Sei dabei, wenn wir mit Tomaten, Chilis, Möhren, Salat und Chicorée experimentieren und Kürbisse und Kartoffeln ernten. Ich habe hier in dieser Dose ein paar Orangenkerne und Zitronenkerne vorgereift. Ich hätte die nur in ein feuchtes Tuch gewickelt und in diese Dose getan. Um zu keimen, kommen sie an einen besonders warmen Ort. Direkt auf der Südseite am Fenster. Schon nach 2 Monaten sehen die Orangenbäumchen richtig klasse aus. Und auch die Traubenkerne haben nach 4 Wochen und vielen Rückschlägen begonnen zu keimen. Bei Kerzenschein werden im November die Anzuchttöpfchen vorbereitet. Dann kommen meine vorgezogenen Weinkerne hinein und Wasser drauf. Und dann ab aufs sonnige Fensterbrett. Hier habe ich keimende Apfelkerne gefunden und eingelegt. Und ich packe Zitronenkerne in die Box. Im Winter sieht mein Fensterbrett sehr boxlastig aus. Das ist mein Wintersalat und die zweite Paprika vom letzten Jahr. Und bereits nach 4 Tagen kann man die ersten Pflänzchen erkennen. Zitronen und Äpfel. Die Äpfel wollten nicht richtig keimen, deshalb kommen sie in den Kühlschrank. Dann kam der Winter. Die Apfelkerne sorgten im Februar für eine Überraschung. Was ist das denn? Haben die hier drinnen schon gekeimt? Ich wollte die doch erst einpflanzen. Ach du. Holy. Der Wein trieb winzige Pflänzchen. Wenn ihr wissen wollt, was mit meinen Weinstecklingen passierte, schaut euch gerne das Video zum Weinschnitt im Jahr 4 an. Es war ein Trauerspiel. Anfang März brachte ich die ersten Kartoffeln in die Kästen. Und dann haben wir hier noch diese richtig alten Kartoffeln und die stecke ich heute einfach mal hier in den Kasten. Mal schauen, was dabei rauskommt. Immer wenn ich alte Kartoffeln übrig hatte, vergrub ich sie im Kasten. Bei den zweiten Kartoffeln war es aber schon Ende April. Ende März begann ich die Tomaten vorzukeimen. Wie immer in der Treibhausbox auf dem Fensterbrett. Mitte April begann ich mein Anzuchtexperiment. Gärtnern ist super, um Aggressionen abzubauen. Eierkartons als Anzuchttöpfe zu verwenden ist der neue Trend, aber bringt es auch was? Das wollte ich testen. Krass. 13 Tage vorkeimen war vielleicht etwas zu viel. Dann soll mir noch einer erzählen, dass Tomaten aus dem Supermarkt nicht keimen dürfen. Ich hoffe, ich kriege die jetzt noch in die Töpfe rein. Also das ist jetzt das Zeug aus 2 Tomaten, 2 kleinen. Und jetzt verbringen wir die mal in die Töpfe. In die großen Töpfe tue ich hier große Packungen von den Samen, verteile die ein bisschen. Die müssen dann natürlich auch noch vereinzelt werden, wenn die groß genug sind. Man kann natürlich auch die Samen einzeln hier reinlegen und warten, bis die aufkeimen. Muss die jetzt nicht in die Sonne legen, in so einem Tuch, wie ich es gemacht habe. Aber es gibt immer mehrere Methoden, ne? Vorkeimen ist meistens ein bisschen einfacher, weil für die Samen das bessere Klima herrscht. So, jetzt kommt da Erde drauf. Leicht bedecken. Treibhausdeckel drauf und dann geht's ab in die Sonne. Das hat sich jetzt richtig schön vollgesogen. Also das ist natürlich Pappe, die kann dann auch mit eingepflanzt werden. Und sicherlich werden natürlich jetzt einige von euch fragen, ist diese Pappe frei von Schadstoffen? Keine Ahnung.
Man sagt immer, man soll die nicht als Einstreu für Hühner nehmen oder Kanarienvögel oder so. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die Toilettenpapierrollen verwenden oder eben Eierkartons, um ihre Pflanzen vorzuziehen, damit sie eben die Pappe mit einpflanzen können. Es wird nicht so sehr ins Gewicht fallen, denke ich. Ich habe deswegen auch extra einen braunen Eierkarton genommen, damit ich keine Bleichmittel oder sowas drin habe. Darauf muss man natürlich schon achten. Aber ganz ehrlich, die Tomaten, die diese Prozedur hier überstehen, die sind dann auch fit für den Rest des Jahres. Das Treibhaus funktioniert super und schaut mal, was nach 2 Tagen hier schon rausgekommen ist. Aber die in der Eierverpackung tun sich ein bisschen schwer. Also irgendwie, vielleicht sind die Eierkartons doch nicht die beste Wahl. So, die müssen jetzt pikiert werden, das heißt, wir topfen die in größere Töpfe um. Ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich nicht genug Töpfe habe. Aber wir werden jetzt 2 Pflanzen pro Topf unterbringen, das geht schon. Noch eine. Ich könnte jetzt alle Pflänzchen in die entsprechenden Töpfe verpacken. In den schönen tiefen Topf könnten super Tomaten reinkommen, frische Komposterde. Aber ich würde gerne dieses Jahr einmal Möhren anpflanzen. Und die brauchen auch sehr tiefe Töpfe. So, und jetzt sehe ich noch ein paar Salatpflanzen aus. Dann schauen wir mal, was davon keimt. Anfang Mai aßen wir vietnamesisch und so bekam ich ein paar Chilisamen. Eine bahnbrechende Odyssee begann. Die Tomaten im Eierkarton wuchsen immer noch nicht richtig und viele der umgetopften Tomaten aus meiner Keksdose waren eingegangen. Einige konnte ich aber retten. Eierkartons zur Anzucht funktionieren jedoch nicht. So, heute gibt es wieder Tomaten-Paprikasalat und da fallen natürlich auch wieder ein paar Kerne an, also schön aussehen, in ein nasses Tuch schlagen, ab in die Dose, Deckel drauf, um den Treibhauseffekt zu bekommen und dann ab ans Fenster. Und dann schauen wir auch gleich mal nach den Peperoni-Kernen, die ich letzte Woche hier eingelegt habe in das Tuch. Und die haben schon gut getrieben, die können wir jetzt gleich einpflanzen. Wieder mit meiner Lieblingsanzuchtdose aus der alten Kekspackung. Hier die Schere, die habe ich gerade restauriert. Die war komplett verrostet. Schaut euch das Video dazu gerne mal an. Ich lade es sicherlich demnächst bald hoch. Ich habe die Erde jetzt gut durchgefeuchtet. Jetzt kommen ein paar kleine Löcher rein und da werde ich die Kerne einsehen. Und hier im ersten Kasten kann man auch schon die Salatpflänzchen sehen. Auch hier in diesem Kasten sieht man schon die Kartoffeln, wie sie rauskommen. Ich wollte mir wieder Chicorée-Salat machen. Ihr wisst ja, wie gerne ich den esse. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, kann man das nicht wieder einpflanzen? Ist das vielleicht sowas, was mit Regrowth funktioniert? Mal schauen, wir probieren das einfach. Dafür füllen wir diese durchlöcherte Schale eines x-beliebigen Catering-Services mit Erde. Eine Schale drunter, die Erde ein bisschen durchfeuchten. Dann kommen unsere Chicorée-Endstücken hier rein. Dann schauen wir mal, ob die Wurzeln treiben. Deckel drauf, ab auf die Südseite und los geht's. Guck mal da. Da sind neue Triebe rausgekommen aus den Abschnitten. Ohne Scheiß, es ist keine 24 Stunden her, dass ich die hier in die Erde gelegt habe. Das ist abgefahren. So, 3 Tage sind vergangen und guckt euch das da bitte an. Das sind Triebe. Das ist einfach mal irre. Hier kommen jetzt noch weitere rein. Und heute werden die Tomatenpflanzen ins Freiland gepflanzt. Ich hatte hier im Komposthaufen ein paar Nektarinen gefunden und die habe ich eingepflanzt. Das ist die eine davon und hier unten wächst die zweite. Die hatte ich hier in den Kasten gesteckt und ich finde es toll, dass die so gekommen sind. Nach knapp über einer Woche sehen die Paprikakerne schon so aus. Aber es ist Ende Mai und mit Nachtfrost ist nicht mehr zu rechnen, also kann ich die Pflanzen direkt ins Freiland pflanzen.
Orangenbäumchen und Kurkuma-Pflanze stehen jetzt auch schon wieder draußen. Und auch im Möhrentopf geht es jetzt endlich zur Sache. Eine Woche ist seitdem vergangen und wir können hier bald auf reiche Ernte hoffen. Mann, da ist ja richtig was rausgekommen. Muss ich da jetzt nochmal Erde drauf machen? Ich weiß es nicht. Die kleinen Orangenbäumchen habe ich jetzt auch hier auf dem Balkon gepflanzt. Und guckt euch mal die Kartoffeln an hier. Irre. Die sind richtig gut gewachsen. Der Salat sieht richtig gut aus. Der wird heute ausgepflanzt. Wieder eine Woche später. Die Tomaten sind gewachsen, der Salat wird ausgepflanzt im zweiten Hochbeet. Spoiler-Alarm! Eigentlich wollte ich das noch bemalen, ne? Das habe ich bisher noch nicht geschafft. Das müssen wir noch machen. Und dann zumachen. Prima. Der erste Salat steht. So. Das sind zwei. Na, dann musst du sie teilen. Das konnte ich jetzt nicht so ersehen. Ich glaube, es sind sogar 3. Es sind halt unfassbar viele gewachsen hier, man sieht es ja. Die da rein. Und die Ameisen auf der Hand. Ja, die Ameisen sind überall. Und hier passt noch eine rein. Prima, das sieht doch richtig gut aus, oder? Was meinst du? Dann müssen wir die noch hinterher gießen. Und so sieht der Salat nach einer Woche aus. Und das sind jetzt meine Tomaten. Die sind auch ganz schön in die Höhe geschossen in der einen Woche. Von den vielen Peperoni-Keimlingen sind nur diese 4 übrig geblieben. Und weil das da viel zu flach ist, bekommen sie jetzt einen neuen, größeren Topf. Also die Chicorée-Pflanzen sind super gut gewachsen. Aber was mache ich jetzt damit? Jetzt frage ich mich natürlich, wie wird das normalerweise gemacht? Wie werden die angebaut? Muss ich die abdecken? Ich meine, die haben ja auch noch keine wirklichen Wurzeln hier unten getrieben. Ne? Das ist ja einfach nur Erde, die feucht ist. So, ich mache jetzt das Experiment für euch, damit ihr das nicht machen müsst. Ich habe das jetzt mal ganz vorsichtig aufgefüllt hier rund um die Blättchen und habe dann jetzt noch ein bisschen Wasser drauf gemacht. Und es hat zwar etwas gedauert, aber die Möhren sind jetzt auch endlich gekommen. Und ich habe die jetzt mal hier auf die Südseite gestellt, dass die ein bisschen mehr Sonne abbekommen. Vielleicht können wir da tatsächlich dieses Jahr mal Möhren ernten. Das sind meine Tomaten und die sind hier locker mal 50 cm hoch geworden. Das ist einfach mal riesig. Und der Salat ist in der einen Woche auch kräftig gewachsen und kann nächste Woche schon geerntet werden. Die Kartoffeln sind kräftig am Wachsen. Aber guckt mal, wie der Wein aussieht. Tja, wir haben gerade geschnitten. Das Video dazu müsste dann schon längst draußen sein. Das könnt ihr euch dann mal angucken. So, jetzt wird geerntet. Ich würde sagen, den hier vorne. Was für eine super Ernte. Und das alles aus eigenen gezogenen Samen. Klasse. Die Tomaten sind richtig groß geworden. Ja, wie ihr euch schon denken konntet, die Chicorées sehen nicht sonderlich gut aus. Wurzeln haben sie auch noch keine gebildet. Ich denke mal, das wird eher nichts mehr hier drin. Was habe ich falsch gemacht? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Die Paprika haben jetzt auch schon gut getrieben. Die Apfelkeimlinge, ich glaube, die haben es hinter sich. Das sieht nicht gut aus. Hier ist auch noch eine Zitronenmelisse reingewachsen, aber man sieht hier schon die Möhren. Die wachsen auf dünnen Stielen und da werde ich jetzt ein bisschen Erde zugeben. Dort ist einer und dort und dort noch ein Babykürbis. Da ist schon ein Kürbis drin. Ja? Echt? Ja? Ah, das ist der Salat und den essen wir jetzt. Mensch, ist der groß gewachsen von den kleinen Pflänzchen. Wow, so tolle große Tomaten. Und da sind sogar Blüten dran, das wird was bald. Hier im Garten blüht alles schön. Und
der Kürbis, ne? Das waren so winzig kleine Pflanzen und die haben es hier wirklich geschafft. Bis da hinten hin wachsen die sogar schon. Hier auf dem Komposthaufen, hier aus der Seite vom Komposthaufen ist übrigens eine Tomate rausgewachsen. Abgefahren. Auf meinem Kanal wird es demnächst auch eine neue Art von Videos geben, bei denen ich euch durch unser Gartenjahr führe. Aber Vorsicht, Spoiler-Alarm. Die Tomaten sind riesig geworden, die sind schon viel, viel größer als du. So groß und die haben hier vor allem auch Blüten angesetzt. Der Kürbis, der hier ganz klein eingefangen hat auf dem Komposthaufen, hat nun Maße angenommen, die ein bisschen ausufernd sind. Und hier geht es auch weiter. Und da unten sind sogar schon erste Früchte. Mal eine andere Frage, was ist das hier eigentlich? Die ist hier wild gewachsen. Und guckt euch mal die Blüten an. Die sehen sehr nach Kartoffel aus. Und was noch viel interessanter ist, hier oben, da wachsen so eine Art kleine Beeren dran. Sieht für einige zwar aus wie eine Art Tomate, aber es wird irgendwie, vielleicht ist es auch so eine Art Paprika, ich weiß es nicht. Hier nochmal der aktuelle Stand meiner Weinpflanzen, die ich einfach mal in Erde gelegt habe, ein paar Stöcke. Das ist natürlich verboten, wisst ihr selber. Mehr zu diesem Thema und zum Ausgang dieses Pflanzexperiments findet ihr im Weinschnittvideo zum Jahr 4. Das ist jetzt der aktuelle Stand meiner Paprikapflanzen. Die sind viel zu klein. Den Apfel, seht ihr selbst, der ist in einem sehr bemitleidenswerten Zustand. Ich glaube, ich kriege keine von den Pflanzen durch. Das sind hier meine kleinen Orangenbäumchen. Die sehen ziemlich gut aus. Da hinten steht der Kurkuma gut in Saft. Das sind die Kartoffelpflanzen. Hier die einen und hier die anderen. Das wird sicherlich eine gute Ernte werden. Ich glaube, die Peperoni fühlen sich in dem kleinen Topf hier nicht mehr wirklich wohl. Deswegen nehme ich jetzt 2 von diesen Schalen, mache die voll mit Erde und pflanze die da rein. So, jetzt geht es denen auf jeden Fall besser. Und jetzt Mitte Juli hat uns leider der Mehltau die komplette Ernte verhagelt. Es sieht grausam aus. Überall, nur noch wenige Trauben sind überhaupt noch okay hier oben, aber der Rest, der kann komplett runter, weg. Ich habe jetzt die Möhren auch nochmal vereinzelt. Hoffentlich kommen die dann ein bisschen besser. Ende Juli waren die Tomaten bereit zum Ernten. Oh, so eine große, zeig mal her. So, die tun wir mal hier rein. Tu sie hier rein. Und auch die Kürbisse waren ausgereift. Hier haben wir ein Gefäß. Der ganz große Kürbis als erstes. Naja, wir müssen uns rantasten. Also, hier, der erste. Opa, ich zeig dir den Kürbis mal. Die Kürbisernte wurde zum Familienevent. Brauchst du eine Machete? So, so ungefähr. Dann brauchst du schon Handschuhe. Der ist schon noch mit Blättern versehen. Guck mal, der hat gewurzelt. Das ist ein schöner Kürbis. Oh nein. Ich versuche mal ranzukommen. Ich hab ihn. Der ist aber riesig. Ja, den Kürbis trage ich gleich mal rein. Den mach ich selbst. Hier, tragen. Ja. Das wolltest du mit hier heute machen. Wie viele sind denn das? Das ist ja ganz schön viel Blattwerk hier. Der nächste ist da unten hier. Meinst du? Ja. So, jetzt hast du es. Oh, wie viele das schon sind. Toll. Jetzt schneiden wir hier oben ab. Ups, da fällt er schon herab. Ja. So, ab in die Wanne. Mal zählen. Nee, das kannst du zählen. Zähl Du du kannst mal. doch gut zählen. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. So viele. An der Steinmauer vom geplanten Bachlauf geht's weiter. Da ist sogar noch ein Kürbis. Die Kartoffeln sind reif.
Ah, rote Kartoffeln. Ja, Kartoffelgraben. Es ist tatsächlich der schwarze Nachtschatten. Ich habe es anfangs auch nicht geglaubt, aber jetzt sehe ich ja natürlich die schwarzen Beeren ganz deutlich. Was macht man damit? Eigentlich hochgradig giftig durch die Anthropine und die ganzen anderen Inhaltsstoffe. Ich lasse es einfach erstmal hier stehen. Und das hier ist unsere Peperoni. Die hat jetzt tatsächlich eine Frucht angesetzt. Ich bin so derart happy. Die anderen beiden stehen hier unten bei den Möhren. Die sind auch recht gut geworden. Auch hier sind die Kartoffeln weitestgehend abgewelkt. Und da denke ich mal, packen wir mal den Kasten aus. Die Pflanze. Oh, da sind schon Kartoffeln dran. Eine große, ne? Und eine mittlere. Alle noch da rein in den Korb. Prima. Oh, Ne? Ganz vorsichtig. 2 Locken hier noch. Ich sehe was du nicht siehst. Das ist was Gelbes. Eine Kartoffel. Völlig überraschend. Da ist ein Regenwurm. Oh, wie süß. Das sind alle Kartoffeln, die wir dieses Jahr auf dem Balkon geerntet haben. Aus 5 komplett verschrumpelten Kartoffeln. Mitte August ist es Zeit, noch ein zweites Mal Salat auszusehen. Der Wein wird langsam gelb und hier habe ich kleine Salatpflänzchen ausgesät für die zweite Wintercharge. Die Möhren haben jetzt hier leider Mehltau bekommen, deswegen musste ich viele der Blätter schon entfernen. Das hier sind übrigens meine Chili-Pflanzen. Hier oben kommen schon die nächsten nach, da freue ich mich und die stelle ich jetzt in die Sonne. Da bin ich auch gespannt, wie weit der sich noch entwickelt. Hier habe ich im August auch nochmal Kartoffeln gesteckt gehabt. Hier hatte ich Paprika im Freiland ausgesät, leider ein bisschen spät. Und deswegen sind die auch nicht wirklich groß geworden, aber hier sind tatsächlich einige kleine Paprikapflänzchen gewachsen. Ich hatte Spitzpaprika ausgesät, also man sieht, es ist ein bisschen was geworden, aber halt weit unter dem, was man normalerweise von Paprika erwarten könnte. Da drin sind die Möhren. Die holen wir jetzt mal raus. Guck mal. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Da ist was dran. Oh, guck mal, das sind tatsächlich Möhren. Wow. Ist da eine Mini dazwischen? Ja, hol die mal raus. Das ist toll. Okay, dann zeig mal, was wir alles geerntet haben. Warte mal. Wow. Also ich glaube, das hier ist die größte, oder? Ja. Und die anderen sehen aber auch viel besser aus als die aus dem letzten Jahr. Freunde, es ist Mitte Oktober und wir haben tatsächlich rote Chilischoten bekommen. Wie cool ist das bitte? Die zweite Charge Kartoffeln, die ich hier gesteckt habe, ist tatsächlich noch gekommen, obwohl ich die erst im August gesteckt habe. Und das hier sind die Spitzpaprika. Die sind zwar gewachsen, sehr spät gekommen. Hier sind sogar noch Blüten dran, aber die sind halt echt winzig. Was mit diesen Chilis passiert, das zeige ich euch demnächst in einem Extra-Video. Es ist jetzt Mitte November. Hier ist noch der letzte Salat. Das Vogelhäuschen steht schon. Den Link zum Bauvideo findet ihr oben und in der Beschreibung. Und hier sind noch die letzten Kartoffelpflanzen und meine Paprika. Und die kommen jetzt rein, weil es langsam Frost gibt. Die Paprikapflanzen und die Kartoffeln am Südseitenfenster kränkeln doch sehr. Das liegt aber an einem ziemlich krassen Blattlaus- und Schädlingsbefall, den wir hier haben. Na, dann wollen wir mal sehen. Dann bleibt es also erstmal bei dieser Ausbeute hier. Aber von einer verfaulten Kartoffel, ich sag mal, besser als nichts, ne? Die Winterkartoffeln fallen spärlich aus und der nach innen verfrachtete Salat wurde welk. Deshalb ernte ich ihn noch schnell und mache einen leckeren Salat und begebe mich dann in die wohlverdiente Winterruhe.
Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar. Das hilft mir und meinem Kanal und selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Klickt am besten auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Video. Die meisten Blätter sind nach ein paar Stunden im Wasserbad wieder richtig schön knackig. Guten Appetit!